Hallo Freunde des Rollens, mein Name ist Daniel und heute haben wir mal was Spezielleres vor, wie ihr es vielleicht schon sehen könnt. Ich habe einen Rollschuh in der Hand, ein Roller Derby Roller Skate, und wir gehen heute zu einem Roller Derby Verein, schauen da mal rein, schauen mal, was Roller Derby ist, machen da mal mit und sind gespannt, was da auf uns zukommt. Ja, dafür habe ich jetzt speziell die Kaya Jade Skates mir mal geholt. Ich werde natürlich meine Eni Abe Knee Gaskets mitnehmen und die Elbow Gaskets und selbstverständlich mein Enui Helm und meine City Praise, die dürfen keinesfalls fehlen. Und da wir nicht wissen, was dort auf uns zukommt, ob wir auch Schienbeinschützer brauchen, nehme ich die auch einfach mal mit. Einfach für den Fall der Fälle, vielleicht brauchen wir sie auch gar nicht, wir werden sehen. Und dann wurde uns noch gesagt, dass wir noch einen Mundschutz brauchen. Den habe ich mir jetzt auch noch zugelegt. Den müssen wir jetzt noch schnell formen und passend machen. Ja, das machen wir jetzt und deswegen gibt es jetzt einen Cut und los geht's! So, und da bin ich wieder. Wir sind jetzt hier in Basel bei der Rollsporthalle angekommen. Und jetzt treffen wir hier mal auf die Pixie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Korrekt. Mein Name ist Daniel, hi. Freut mich. Freut mich. Schön, bist du da. Ja, schön, dass wir kommen durften. Und ja, wir sind jetzt zum Roller Derby hier. Wir wissen aber selber noch nicht wirklich, was es ist. Und das wird sie uns jetzt hoffentlich erklären und ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und wir sind gespannt, was heute auf uns zukommt. Ja, was ist denn Roller Derby? Roller Derby ist ein strategischer Vollkontaktsport, der auch historisch Verbindungen hat zur feministischen Punk-Szene in den USA und auch starke Verbindungen hat zu einer queeren Szene, besonders auch zu einer Drag-Szene. Darum auch haben wir teilweise ein bisschen ungewöhnliche Namen. Weil das eigentlich eine Kultur ist, die aus dem Drag kommt, dass man sich eine Persona entwirft. Und das hat es bis in den doch recht brutalen Kontaktsport Derby geschafft. Okay, cool. Apropos Namen, Pixie, wo kommt dein Name her? Was bedeutet der? Mein Name ist Manic Pixie Scream Girl. Das hat 20 Buchstaben, ist unglaublich mühsam, um auf die Trikots zu drucken. Und es ist eine Anspielung auf eine Filmtrope. Das Manic Pixie Dream Girl kommt in verschiedenen Filmen vor. Wie heißt es? 200 Days of Summer zum Beispiel. Egal, Filmnerds wissen, was ich meine. Und ich gehöre schon mal nicht dazu. Genau, und so kann sich jede Person selbst einen Namen auswählen. Meistens sind Wortspiele darin enthalten, Anspielungen auf das Derby, auf Dinge, die man sonst im privaten Leben tut. Und so entwickelt man sich wie eine Art Parallelpersona zu der vielleicht ein bisschen gewöhnlichen, langweiligen, sehr gewaltfreien Person, die man sonst im Alltag ist. Also ist Derby sehr gewaltvoll, oder was möchtest du uns damit sagen? Aggressiv? Ich glaube, hast du schon mal ein Spiel gesehen? Nein, tatsächlich noch nicht. Das geht ziemlich ruppig hin und her. Es gibt ganz klare Regeln, was man darf, was man nicht. Es ist keine Schlägerei auf Rollschuhen. Es gibt frühere Derby-Versionen, da gab es die bestimmte Regeln noch nicht. Da war es eher so wie ein Wrestling auf Rollschuhen. Okay. Aber das wurde mittlerweile überarbeitet und mehr standardisiert. Und eigentlich das Derby, wie es so seit den 2000ern, seit den 90ern irgendwie gibt, ist ein sehr, sehr regulierter Sport, der besonders auf die Sicherheit der Spielenden fokussiert ist. Und ich glaube, damit man aber, also Bodychecks sind erlaubt und damit man dieses Gegeneinanderspielen, dieses Hitting auch irgendwie ertragen kann, gibt es eine sehr gegensätzliche Teamkultur zu dem. Also wir sind sehr nett miteinander. Wir gehen sehr freundlich miteinander um. Abseits des Rollfelds? Genau. Und auf dem Rollfeld sieht es anders aus. Trainings ist diese Aggression nicht zu spüren. Okay. Und ich glaube, das braucht es eigentlich auch, damit das überhaupt geht. Also man muss zueinander Sorge tragen, um dann umso tougher sein zu können auf dem Track. Okay, das hört sich schon mal sehr, sehr spannend an. Alles, was ich im Zusammenhang mit Roller Derby bisher gehört hatte, war, dass Roller Derby angeblich
das amerikanische Rugby auf Rollen sei. Wir haben keinen Ball. Wir haben keinen Ball, ja, okay. Wie das auch immer im Rugby heißt. Genau, wir haben keinen Ball. Und wir spielen auf einem Track. Das ist so ein etwa ovales Feld, das in Derby Direction gespielt wird. Ich weiß jetzt nicht mal, ist das counterclockwise? Ja, in meinem Kopf gibt es nur Derby Direction und Anti-Derby Direction. Und es gibt verschiedene Rollen im Team. Und ich kenne Rugby nicht besonders, aber ich weiß, da wirft man sich so auf den Boden. Ja, gehen wir vom Rugby-Thema weg. Das ist wahrscheinlich einfach nur... Rugby. Ja. Es ist nicht Rugby. Und es funktioniert eigentlich, indem man Punkte holt, indem die eine Person, die jammende Person, gegnerische Spielende überholt. Also eigentlich sobald die Hüfte der jammenden Person die Hüfte einer gegnerischen Person überholt hat, ist der Punkt gesichert fürs Team. Okay. Und darum dreht sich das ganze Spiel. Das heißt, wir fahren Runden, eine Person muss Punkte machen und muss das gegnerische Team überholen, an denen vorbeikommen und die dürfen die Person, die Punkte macht, die Jammerin, den Jammer, irgendwie aufhalten mit... Genau. Und wenn man das so erzählt, dann klingt es ja ein bisschen wie nach einem Rennen. So. Klingt für mich nach einem Rennen, wo sich alle aufeinander stürzen können, um die Person aufzuhalten. Aber da gibt es ja sicherlich eine Regel, was man machen darf und was man nicht machen darf. Genau. Und das Regelwerk, es ist endlos lang, es ist erschlagend lang. Und ich muss an dieser Stelle auch beichten, ich habe meinen Theorietest noch nicht bestanden, weil ich habe ihn noch nicht gemacht. Aber ich glaube, ich bin trotzdem qualifiziert, um 1, 2 Kniffe über das Derby euch erzählen zu können. Das Wichtigste ist, und das verhindert auch, dass es ein Rennen ist, dass man nur, ich verwende einfach englische Begriffe, weil alles im Derby sind englische Begriffe, dass die Contact Zone auf das sogenannte Pack begrenzt ist. Und das Pack ist dort, wo die Mehrheit der Spielenden aus beiden Teams nicht mehr als 3 Meter voneinander entfernt sind. Okay. Und da fängt es jetzt schon an mit dem Komplizierten. Also es ist soweit, ist es, denke ich, verständlich, auch für mich. Du hast jetzt selbst gesagt, das wird jetzt komplizierter, deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt dann einfach mal rein in die Halle. Dann schauen wir uns mal die Ausrüstung an und alles und dann wird uns Pixie, denke ich, dann später auf dem Feld, dann auf dem Rink mehr erklären. Und dann werden wir das dort etwas bildlicher gezeigt bekommen können, oder? Ja, bestens. Perfekt. Gut, dann sehen wir uns gleich in der Halle. So sieht also der Track aus. Und wie wir sehen, machen sich die ersten, glaube ich, schon warm. Ein kleines Warm-up. Das werden wir aber jetzt gleich wahrscheinlich noch erklärt bekommen. Und wir gehen jetzt einfach mal nach da hinten, setzen uns da mal hin. Und dann warten wir mal auf Pixie und auf Trouble. Und dann werden wir mal uns unser Equipment anschauen. Und gucken, ob das auch Roller Derby geeignet ist, weil das wissen wir noch nicht. So, wir sind jetzt da. Du bist die Trouble, habe ich gehört. Genau. Ich bin der Daniel. Woher kommt denn dein Name? Also mein voller Derby-Name ist Gender Trouble. Das ist so ein Wordplay auf Gender Trouble. Das ist ein Buch von einer Geschlechterforscherin, das ich mega toll finde und das mega queer ist. Und deswegen wollte ich mir auch beim Derby einen Namen geben, der das repräsentiert. Sehr cool. Passend, perfekt. Ja, wir haben jetzt mal, Vladi und ich haben mal unsere Schutzausrüstung mitgebracht, die wir sonst im Aggressive Skating nehmen oder auch beim Freestyle Slalom oder Urban Skating. Wir wissen da jetzt nicht genau, ob die Ausrüstung passt, deswegen lassen wir das jetzt mal kurz checken hier von Trouble. Hier haben wir einfach unsere klassischen Kneepads. Was uns bewusst ist, sie haben jetzt keine super breite Platte, wie man es zum Derby eigentlich benutzt, aber sie haben hier trotzdem so seitliche Pads. Ist das in Ordnung? Würdest du einen damit spielen lassen oder würdest du als erfahrene, wie sagt man es denn, als erfahrene Derbyerin, wie nennt man das? Als erfahrene Derby-Skaterin verwenden oder eher nicht? Würdest du da eher die mit den breiten Kappen bevorzugen? Oder was ist deine Meinung zu diesen Schützern fürs Derby? Ja, also die hier sind sicher gut. Es kommt auch mega drauf an, was so dein Skating-Style ist und gerade eben auch, wenn du schnell skaten willst, schnell übersetzen willst auf dem Track, kann es auch ganz gut passen, dass die Pads ein bisschen schmaler sind, weil du dann nicht so
viel Material im Weg hast. Ja. Also von Macht daher Sinn, ja. sowas, hart verschalt ist sicher wichtig, ist auch super fürs Derby. Es finden auch alle mit der Zeit so ein bisschen raus, welche Pads für sie am besten Okay, das heißt, wenn du jetzt Hardschale erwähnnst, sind wahrscheinlich die, wo Vladi heute dabei hat, eher weniger. Also die werden auch sehr, sehr hart, wenn man hinfällt beim Impact. Das ist alles kein Problem, aber man hat halt eben kein Hardcase außenrum. Genau, also das würden wir eigentlich nicht empfehlen, sondern wirklich eben die Hartschalen-Pads zu verwenden. Ich habe es jetzt auch noch nie gesehen, dass wir damit skatet. Alles klar. Ja, kommt auch darauf an, wie er auf die Knie fällt, aber Ja. im Derby ist halt schon eigentlich die Art und Weise, wie du meistens fällst, ist zuerst auf die Knie, wo du halt am meisten auch So wie in abfederst jedem und dann Skating-Bereich eigentlich. genau. Aber ebenso, also die meisten Leute nutzen wirklich diese Hartschalen-Pads, Okay. genau. Nutzt ihr generell auch Protektorhosen, Shorts oder Schienbeinschützer, Shinguards oder eher nicht? Genau, gibt es auch. Also es gibt Leute, die es verwenden, es gibt Leute, die es nicht verwenden. Es kommt immer noch ein bisschen darauf an, wie viel Natural Padding das du hast. Und was auch im Derby noch oft gesehen wird, sind Brustpanzer. Gerade auch Menschen, die Brüste haben oder eine Brust haben, dann macht es natürlich auch mega Sinn, weil du halt frontal diese Blocks kriegst und das kann schon mal auch Okay, das wehtun. werden wir nachher wahrscheinlich Ja. noch sehen. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Genau. Aber Ansonsten sonst, ja. gibt es Regularien, welche Schützer, dass man irgendwie bestimmte Schützer tragen muss an Wettkämpfen? Also es gibt die Regel, dass du wirklich voll protected sein musst an Knien, an Ellenbogen, an den Händen. Du musst einen Mundschutz tragen und einen Helm. Das ist das Minimum. Alles andere ist freiwillig. Alles klar. Den Genau. Mundschutz haben wir jetzt auch extra für heute zugelegt. Den haben wir auch dabei und schon geformt. Und da sind wir zum Glück vorbereitet. Das habt ihr schon mal super gemacht. Genau, ansonsten haben wir jetzt, ich habe mir jetzt extra für heute ein paar Derby Skates zugelegt. Derby-Skates zugelegt. Das sind die Kaya Jade Skates. Genau, ja. Mit ja. sowas habe ich auch angefangen. Das Genau. ist super zum Anfang, oder? Sind- Sprich nichts dagegen. Vor allem am Anfang, was den meisten Leuten hilft vor allem, wenn du noch nicht skaten kannst, ist einen ziemlich stabilen Schuh zu haben, wo auch die Platte nicht so agil ist. Weil gerade am Anfang, viele Leute, die Derby anfangen, haben vorher noch keine Skating-Erfahrung. Ja. Und dann bist du halt mit sowas ziemlich stabil auf dem Boden. Und dann gibt es dann eben aber auch Skates mit Metallplatte, die hier nur Leder sind, die viel agiler eigentlich dann auch auf deine Okay, oder dann auch ein Bewegungen bisschen reagieren. lenken kannst mit den Cushions und allem. Genau. Also Alles das siehst okay. du zum Beispiel bei meinen. Soll ich dir die schnell zeigen? Ja, sehr gerne. Das hier, das ist auch ein bisschen ein Ding bei Derby Gear. Du kannst entweder so diese EinsteigerInnen-Modelle kaufen oder dann bist du gleich in der Profiliga. Genau, das kennen wir auch aus dem Shop. Wir jetzt- haben selber Derby Genau. Skates von 150 € bis hin zu 600-700 Carbon Derby Skates, wo du nach Hitze Genau, formen genau. kannst. Und Und eben Alles drum und dran. mit so diesen Antique Skates skaten auch die nationalen Teams. Also das ist wirklich so was vom eigentlich krassesten, was du dir leisten kannst an einem Derby Skate. Habe ich mir geleistet nach der Verletzung, weil Wiedereinstieg muss ja auch fun sein. Verletzung vom Derby, oder? Nee, es war nicht mal Derby. Okay, sehr gut. Also Derby ist Genau. sicherer als alles andere. Genau, aber eben da siehst du jetzt halt, die haben dann halt Metallplatten, die schneller reagieren, Ja. wo du halt wie einfach ein viel agileres Fahrgefühl hast. Okay. Und das Also- ist sicher was dann mit der Zeit auch angesagt ist, wenn du länger Derby machst. Dann merkst du halt so, fängst mit diesen stabilen Schuhen an und dann irgendwann wechselst du auf agilere Skates und dann Ja. gehen so gewisse Moves, die dir vorher ganz schwer gefallen sind, die gehen dann plötzlich ganz fix. Also merken wir uns Platte mit dir mal, arbeitet. merken wir uns Genau. mal wahrscheinlich irgendwie in jedem anderen Skating-Bereich, je stabiler Genau. und steifer die Frame oder die Plate, ist es so reaktioneller, reaktionsfreudiger. Genau. Deswegen würde ich jetzt sind wir sagen, schon am Nerden. ziehen wir mal unsere, genau, ziehen wir mal unsere Ausrüstung an und dann zeigt ihr uns mal die ersten Skills, die wir haben sollten. Und ich bin echt gespannt, wie wir uns auf Rollschuhen machen werden. Ich bin auch gespannt, aber er macht das sicher gut. So, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich merke hier schon, das ist durch die kurze Wheelbase hier schon mal etwas seltsam, wenn man eigentlich Inline-Skates gewohnt ist.
wo man eine Wheelbase von ungefähr dem Doppelten hat. Hier kippt man viel schneller nach vorne und nach hinten. Aber wir werden mal sehen, wie sich so ein Inline-Skater auf Rollerskates macht. So, ich habe jetzt alles an. Jetzt kann es losgehen. Hup. Du kannst auch einfach immer auf 7 zählen. Auf 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus Mundschutz. Okay, Auf 8 aber den Mundschutz brauchen wir jetzt noch nicht, oder? Den brauchen wir jetzt noch nicht zum Anfang. Okay, dann fangen wir jetzt an. Wo müssen wir hin? Auf den Track? Hier kommt man mit mir mit auf den Track. Okay, wo ist der Eingang? Da hinten. Willkommen auf dem Derby-Track. Ja, vielen Dank. So, Hier haben jetzt wir perfekte Voraussetzungen, weil es Holzboden ist. Der Traum für alle Derby. der Traum für alle Derby-Spieler. Ein richtig schönes, hartes Parkett. Okay. Das heißt, man spielt nicht immer auf dem Parkett, sondern auch mal auf anderen Untergründen, oder? Derby ist eine Nischensportart, gerade auch in der Schweiz. Das heißt, man nimmt auch ein bisschen, was man kriegen kann. Ja. Sehr verpasst sind zu weiche Turnhallenböden. Das ist ultra mühsam. Man Zu sinkt viel Rebound ein. oder okay. Genau, Ja. man kann kein Speed aufbauen, aber eigentlich bis zu Beton geht alles. Tut ein bisschen mehr weh beim Fallen. Okay. Gut, dann sind wir froh, dass wir heute auf einem Holzboden sind. Und da bin ich mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Wie fangen wir an? Wir nehmen euch gerade mit zum Einwärmen. Das ist obligatorisch am Beginn des Trainings, damit alle unsere Gelenke schön warm sind für später. Okay, perfekt. So kennen wir das aus dem Sport. Genau. Und hier siehst du schon die blauen Linien. Ja? Das ist der Roller Derby Track. Aha, okay. Ja, perfekt. Und say yes. Also wenn du mir was erklärst, immer Du kurz machst näher einfach kommen, nach. damit du, Ah, okay. damit du reinsprichst. Okay, du machst vor, wir machen nach. Und du machst nach. Okay. Also nur der rechte Fuß, Repetieren. Kopf wackeln. Genau. Aha, okay. Nacken aufwärmen. Okay. Stretching ist dabei. Was wäre denn jetzt, wenn wir noch gar nicht rollen könnten auf Rollschuhen? Dann würden wir euch zuerst sehr nett, aber bestimmt auf den Track schubsen, damit ihr mal eure ersten paar Schritte auf diesen Skates macht. Und erstmal ein paar Mal hinfallen, dass wir da keine Angst mehr vor haben, oder? Okay. Und grundsätzlich, je mehr Stunden man schon auf Skates verbracht hat, desto fließender geht es und meistens, man kommt recht schnell rein und am Anfang ist es vielleicht noch ein bisschen wackelig, aber das meiste kann man auch dann schon mitmachen. Okay, das heißt, es wäre jetzt kein Problem, wenn wir jetzt komplett neu wären, wir noch nicht Rollerskaten könnten und wir haben Bock auf Roller Derby, wir könnten vorbeikommen und einfach mitmachen. Herzlichst willkommen. Alles klar, Wir gut haben zu wissen. Extra Kurse für EinsteigerInnen, wo man systematisch das Skaten mit uns lernt und besonders auch das Skaten spezifisch fürs Roller Derby. Also da darf man überhaupt keine Berührungsängste haben. Perfekt. Na, jetzt kommen wir Ja, noch cool, zu dann den machen wir Schultern. weiter. Schultern. Jetzt muss ich erst genau verstehen, was ihr da macht. Übers Kreuz. Der eine Arm geht rückwärts, der andere Arm geht vorwärts. Rückwärts, vorwärts. Ich bin schlecht in Koordination. Nee, jetzt gehen beide wieder rückwärts. Nee, jetzt stimmt's wieder nicht. Ich krieg's nicht hin. Okay, wir fangen mit dem rechten Arm an. Der rechte Arm geht rückwärts. Genau. Und der linke vorwärts. Und der linke geht vorwärts. Genau. Und jetzt. Ja, wunderbar. Also Jetzt noch mit ein bisschen Körperspannung hier. Also ich bouldere ja auch, ich habe eigentlich Körperspannung, aber hier sieht es irgendwie anders aus. Okay, warum ist jetzt ein Daumen nach unten und einer nach oben? Man kann auch wechseln. Wir kommen zum eigentlich wichtigsten Part im Derby, nämlich den Beinen. Ja. Dafür machen wir Hip Openers. Dafür muss man auf einem Bein fahren. Ich Also glaube, ein das ist Hüftöffner. Hüftöffner, genau. Okay.
Und das heißt, wir fahren auf einem Bein und ich zeige es einfach vor, du machst es nach. Also ich soll jetzt schon auf einem Bein fahren, okay. Kriegst du hin. Ja, die Probleme, die ich jetzt zum Beispiel habe, ich kann jetzt nicht so gut Kurven fahren, während ich auf einem Bein stehe. Das funktioniert noch nicht so gut. Aber dann nehmen wir mal das andere Bein. Okay, Als letztes noch die Füße und dann sind wir schon recht warm. alles klar. Ja, Trouble findet es sehr lustig. Nee, ich lach dich nicht auf, aber Du darfst mich auch auslachen, wenn es lustig aussieht. Ja, was mir wirklich schwerfällt, ist, diese Übung durchzuführen und gleichzeitig zu lenken. Ja. Das ist irgendwie noch schwierig. Aber wir haben ja erst angefangen. Wir sagen immer, wenn wir einander auf dem Track überholen, ob wir Inside oder Outside überholen, damit es nicht aus Versehen zu Unfällen kommt. Weil fallen tun wir noch genug im Derby. Okay, beim Üben. Genau, also wenn ich jetzt... Weil während dem Spiel darf man den Track nicht verlassen. ich komm sonst. Genau. Wenn Ich sehe Trouble nicht und outside. Okay, dann sagst du dann bin ich Outside und gefasst. ist vorbei. Okay, wir kennen das vom Fitness-Skating, von zum Beispiel von der Basler Skate Night. Da, wenn wir da links überholt werden, heißt es immer Achtung links. Und dann machen wir links etwas Platz. Genau, und wir haben gehört, du bist noch nicht so lange auf Derby Skates, also schon mal Props, bis zum Aufwärmen hast du es geschafft. Vielen Dank. Wir machen jetzt vielleicht noch irgendwie 2, 3 Dinge so. Du hast alle deine Gelenke schon ein bisschen gespürt. Ja, so ein bisschen, ja. Ja, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen schneller zu skaten. Ist Okay, wie holt man dann richtig Schwung mit Rollschuhen? Da sollen wir einfach mal fahren und dann schauen Genau, wir mal. also beim Rollschuhfahren grundsätzlich ist ja wichtig, dass du die Innen- und die Außenkante deiner Rollschuhe nutzt. Okay, das kann Und- ich sehr schlecht irgendwie so zu wackeln, habe ich das Gefühl. Genau, aber eben, dass wenn du vorwärts skatest, stößt du mit der Innenkante, übertrieben gesagt, ab, oder? So holst du Speed. Also eigentlich wie beim Inlineskaten. Genau. Nur fühlt es sich irgendwie... Aber du hast halt zwei Flächen, oder? Ja, Die du dann teilweise auch beim Übersetzen zum Beispiel nutzen kannst, indem du nach innen pushst und so weiter. Also wie du deine Kanten einsetzt, kann dir ganz schön viel helfen so beim schneller Skaten lernen, bei der Agilität. Genau. Ja, okay. Jetzt versuchen wir einfach mal ein bisschen schneller zu skaten. okay. Du fährst vor, ich fahre nach. Wir fahren mal nebeneinander. Wir fahren nebeneinander. Warte, dann fahre ich nach links, dann hört man dich besser. Roller Derby. Das heißt, Roller Derby ist eben nicht Rollkunstlauf. Wir fahren nicht so. Ja, wir schauen, dass wir tief in den Wir Knien immer sind. schon mal ein bisschen in den Knien. Okay. Flexibel. Das kennen wir aus dem Aggressive Inline Skating, dass wir Genau. tief in den Knien stehen. Gerade zum Wirklich Grinden. So, genau. Du holst dir hier so Übung. Und jetzt skaten wir mal ein bisschen schneller. Speed it up. Super. Ja, ich muss jetzt noch schauen, wie ich hier Grip habe auf der Bahn. Das kenne ich noch nicht, kann ich noch nicht einschätzen. Genau. Aber das fühlt sich eigentlich gut an. Fühlt sich ganz gut an, oder? Ja, Jetzt so die effektivste Art und Weise, eine Runde auf dem Track zu fahren, ist es, den sogenannten Diamond zu skaten. Der Track ist ja oval. ja, Das heißt, wir versuchen, wenn wir auf der Länge des Tracks sind, außen zu fahren. ja. Und dann gehen wir, wenn es in die Kurve geht. in die Kurve geht, gehen wir hier in den Diamond rein, dann wieder hier raus, übersetzen wieder so 1-2 Mal, dann sind wir wieder hier eng in der Kurve, gehen wir wieder raus. Okay, Trouble hat jetzt gerade erklärt, dass wir so ein bisschen in Diamond-Form hier fahren.
Das heißt, wir fahren in den 180-Grad-Kurven auf der Innenseite und dann auf dem Track wieder auf der Außenseite, auf der längeren Spur. So kannst du so das meiste aus der Skating-Bewegung rausholen. Ja, Du holst dir den Schwung in der Geraden, damit du hier dann in der Kurve viel reinkommst. Genau. Super. okay, dann geben wir jetzt mal einmal Vollgas, oder? Ja, gib mal Vollgas. Geh du mal voraus. Inside. Ja. Okay. So, jetzt müssen wir auch irgendwie bremsen. Ich kenne es bisher nur so. Fühlt sich aber ziemlich langsam an, um so zu bremsen hier. Ist auch viel zu elegant für Viel zu Roller. elegant. Das gleich mal verlernen. Okay, Wir plauen hier. Das ist eigentlich so der Basic Stop, ja. den wir dir beibringen, wenn Also du bei der uns Schneepflug. zum ersten Mal ins Rennen kommst. Viele kennen das aus dem Skifahren Ja, und es funktioniert ganz ähnlich. Und die Schwierigkeit ist, dass, ich meine, wenn du dir vorstellst, du fährst und du legst einfach die Beine zusammen, dann geschieht das. ja, will man irgendwann stolpern. Das Ja. machen wir nicht. Und damit das funktioniert, brauchen wir die sogenannte Derby Position. Okay, Derby Position, ganz Derby wichtig, merkt es euch. Genau, Das nochmal. Derby Position. wir müssen uns selbst auch im Training oft dazu ermahnen, diese Position zu halten. Das ist Ja. die optimale Spielposition im Derby. Okay, jetzt wird es anstrengend wahrscheinlich, wenn man die nicht automatisch hält. Ziemlich anstrengend. Also, wir stehen etwa hüftbreit da Okay, und jetzt sitzen wir einfach ab, wie in einen Squat. okay. Ja, genau. Und versuchen oben aber möglichst gerade zu bleiben und irgendwie hier eine Position zu halten, von der wir denken, doch, die kann ich irgendwie auch halten beim Fahren. Ja, Also es muss kein Deep Squat sein, aber stabil, aufrecht und angespannt in der Körpermitte. Und so sind wir eigentlich unglaublich flexibel. Wir können Hits absorbieren, wir können Hits bekommen. Und wenn ich jetzt hier zusammenfahre, fliege ich nicht nach vorne um. okay. Und weil wir auf Rollschuhen diese 4 Räder pro Fuß haben, können wir diese Fläche optimal nutzen. Also wirklich versuchen, den Fuß flach in diesen Boden zu drücken. Man wird dann teilweise auch mit sehr lustigen Schleifgeräuschen belohnt. Das heißt, wir knicken den Fuß nicht so, sondern wir Nein. gucken, dass wir mit allen Rollen auf dem Boden bleiben. Wir bleiben mit den Rollen auf dem Boden. Und ein Slide ist gewollt, wenn wir schnell sind, um stark Ein zu Slide bremsen? ist sehr gewollt. Okay. Na, wir können das gerade mal versuchen. Also wir fahren. Also für alle, die nicht wissen, was Sliden ist, wenn wir mit den Rollen über den Boden rutschen. Genau. Und das sollte im Optimalfall geschehen. Also wir fahren, wie gewöhnlich, wir bleiben aufrecht, fahren. Und jetzt versuchen wir mal auf diese blaue Linie zu halten. Okay. Also die andere blaue Linie, diese blaue Linie. Genau. Und versuch noch, wenn du in das Bremsen gehst, einfach noch einen Ticken tiefer. Mit dem Körper, mit den Knien, Mit der Hüfte. mit der Hüfte tiefer runter. Immer mit der Hüfte. Also mehr absetzen. Genau, mehr absetzen und versuchen, nicht unbedingt versuchen, die Beine aus dieser Startposition näher zusammenzubringen, sondern du darfst auch so ein kleines Ei fahren, Okay, um wirklich optimal die Kraft abfedern zu können. okay. Wir machen es gleich nochmal. Gut, wo bremsen wir? Wieder bei der blauen Wir fahren Linie oder ist einfach es zu? Und du sagst dann sage einfach ich irgendwann? Stopp, Und dann schauen sofort. Wir, wer den kürzeren Bremsweg hat. Okay, Challenge accepted. Und Stopp. Okay, ich bin nicht ins Line gekommen. Körperhaltung wohl falsch. Nochmal. Wir versuchen es gleich nochmals. Und go. Und Stopp.
Eigentlich bist du schon einen Schritt weiter. Weil jetzt bin ich schon ein kleines bisschen geslidet, habe ich gemerkt, als Bist gerade du? eben. Weil gerade eben bin ich irgendwie nur so gestockt, irgendwie Schritte hoch und jetzt bin ich ein bisschen gerutscht. Oder habe ich das nur falsch gespürt? Rutschen ist auch gut, weil du willst ja fühlen, wo du bist. Wenn du Ja. dann merkst, hey, hier will ich wirklich halten, kannst du auch noch so reinstehen. Also du willst immer Kontakt haben mit dem Boden, aber du musst es kontrollieren können, wann du wirklich in die Ja. Bremsung reingehst. Ne? Und was du jetzt schon, du bist eigentlich schon einen Schritt weiter. Du hast eigentlich schon einen One-Foot-Plow gemacht. Du standest am Schluss eigentlich so da, Ja. bist so mit einem Bein rein. Das ist auch mega hilfreich, vor allem wenn du dich noch drehen musst. Wichtig ist aber auch, dass du es wirklich parallel kannst. Also Okay, das heißt, wir versuchen eigentlich mit beiden genau gerade bleiben. anstatt mit einem. Genau, wirklich Okay. mit beiden Beinen. Gut, ich habe mich jetzt wirklich brauchst total alle auf den Stopps. linken fokussiert. Nach vorne oder nach hinten. Schlussendlich ist die Idee, dass du in alle Richtungen bremsen kannst und gleich noch deinen Körper dahin mitnehmen kannst, Okay, wo der macht Sinn. gebraucht wird auf dem Track. Definitiv, ja. Stell dir vor, ich meine, wir sind jetzt hier sehr komfortabel auf diesem Track verteilt. Hier stehen noch 7 Personen mehr. Es ist ultra chaotisch. Das Bremsen funktioniert nicht mehr. Das schöne Kurvenfahren nützt dir auch nichts. Was tust du? Du fällst. Und du fällst schön. Das heißt im Derby, du fällst klein. Wenn wir fallen, breiten wir teilweise so instinktiv die Arme aus. Wir versuchen uns irgendwie abzufedern. Aber damit verbrauchen wir viel zu viel Platz auf dem Track. Und Leute können über uns rüberfahren. Das ist gefährlich für sie und für uns. Wir können einen Finger verlieren. Das will niemand. Deshalb üben wir noch Fall Small. Okay, das heißt, wir bleiben kompakt, wir gehen tief runter, Genau. dass wir eine geringe Sturzhöhe haben, eine geringe Fallhöhe. Und wir versuchen auch, den Schwung des Sturzes möglichst auf all unsere Schoner abzufedern, damit möglichst nicht ein Körperteil zu stark beansprucht wird. Okay. Also, und das sieht sehr lustig aus. Ich zeige das kurz vor. Ich fahre und dann, oh nein, ich falle. Oh nein, sie kann noch nicht fahren. Mache ich einen kleinen Käfer. Okay. Wie ist es denn jetzt, ich stelle es mir jetzt etwas, ich kenne es ja aus dem Inlineskating, da fällt man auch so ähnlich, mit den Toe-Stoppern, mit den Bremsen ja beim Fallen noch zusätzlich, die kommen ja auch auf den Boden, oder? Stören die irgendwie oder ist das, kann man das außer Acht lassen? Toe-Stops brauchen wir im Derby sehr oft, aber nur bei einer Form des Bremsens. Und das sind die spezifischen Derby-Stops. Ich bin sie auch gerade noch am Lernen, das heißt, vielleicht können wir sie zusammen ein bisschen üben. Okay, also Derby-Stops merken wir uns für später. Jetzt machen wir kurz das Fallen, schauen uns das mal an, Fallen. dass wir das jetzt einmal gemeinsam machen. Yes. Ja, Und Fallen bedeuten eben auch oft, dass du eigentlich ein bisschen fliegst. Das heißt, du hast gar keine Zeit mehr, da irgendwie auf deine Stopper zu kommen. also ich springe einfach auf den Boden. Genau. Soll ich mal auf den Boden springen? Es lohnt sich, wie so die Abfolge zu machen. Also zuerst ein Knie, das andere Knie, dann der Ellenbogen, dann die Stopper. Okay, wenn wir versuchen, mit allen Pads gleichzeitig auf den Boden zu kommen, dann ist es ja, Also dann, vor allem dann kippst du viel zu schnell. Also das Ziel ist ja auch, dass wir unseren Körper irgendwie abrollen. Wir wollen ja nie umfallen wie ein Baum. Ja. Deshalb lohnt es sich, es so zu üben. okay, dann machen wir das mal zusammen. Du machst vor, ich mache nach. Tipptopp. Also wir fahren Schön langsam, dass ich es auch nachmachen kann. langsam. Und jetzt, nein, wir fallen. Nein, wir fallen. Runter. Und wir sind ganz klein. Und jetzt ist die Luft rein, niemand fährt auf uns drauf. Und dann stehen wir wieder auf. Okay, wir bleiben auch kompakt, oder? Wir machen uns nicht irgendwie so lang oder sowas. Genau, Wir versuchen so zu bleiben und die Spannung so zu halten. genau. Okay. Das ist klassische Track-Sicherheit, die wir damit garantieren versuchen. Alles klar. Es kann ja auch Spaß machen, oder? Wenn man schnell fährt, dann rutscht man schön über den Boden. Das wäre dann der Rockstar. Der Rockstar, okay. Ja, das ist der Das hat einen Rockstar. speziellen Namen. Das dürften alle einmal ausprobieren am Anfang und dann nie mehr, weil so wollen wir ja eben nicht fallen. Auf die Knie gehst und so slidest. Ja. Sieht cool aus, fühlt sich auch mega cool an. Aber eben, du hast meistens noch ein paar andere Leute mit dir auf dem Track, die schnell an dir vorbeifahren, Ja. die auch alle on sind. Und so einen Skate ins Gesicht zu bekommen, weil du irgendwie Ja, ich meinte ja nicht, dass wir so rutschen, sondern schon so ja, kompakt sieht zwar bleiben. meistens gar nicht so lang.
ist Also eher grundsätzlich das versuchen wir, wenn wir fallen, einfach möglichst schnell wieder aufzustehen und weiterzumachen. Genau, also safe zu fallen. Es lohnt sich teilweise auch kurz zu schauen, wo bin ich und was geschieht um mich herum. Weil wenn ich einfach aufstehe und dann im Aufstehen nochmal falle, das macht es nur gefährlicher. Und dann safe aufzustehen. Gibt es eine bestimmte Technik beim Aufstehen, wie man gleichzeitig schon Speed holt und irgendwie wieder reingeht ins Match? Oder? Das kommt mega auch drauf an, so auf dein Fitnesslevel. Wenn du, also ich zum Beispiel habe eher Mühe damit, so wirklich aus dem Stand so auf die Skates rauf zu recovern, dann kannst du dich auch noch abstützen mit einem Arm oder was. Superheldenposition. Und dann kannst du gleich losgehen, so. Wichtig ist einfach wirklich, dass du small bist und dann möglichst schnell wieder unterwegs. Okay. Und im Idealfall fällst du eben gar nicht ganz, sondern du kannst dich eigentlich vorher recovern. Also richtig ganz fallen, das passiert halt. Was aber auch ein Move ist, den wir oft benutzen, ist Knee-Taps. Also eben du verlierst, ich zeige es kurz vor, du verlierst zum Beispiel ein bisschen das Gleichgewicht, landest aber nicht komplett auf dem Boden, Stürzt aber aufs vielleicht Knie so und stützt mich wieder hoch. mit einem Bein und dann gehst du wieder hoch. Ja. Oder? Das ist auch was du am Anfang sehr oft trainierst, dass du wirklich auch diese Schnelligkeit bekommst, dass nicht eben jeder Hit dich gleich komplett auf den Boden legt, oder? Sondern dass du möglichst schnell wieder da bist für dein Team. Okay, dann merken wir uns das mal, stürzen wir noch mal 1, 2 Mal und probieren dann mal den Knee-Tap. Oder probieren es gleich, keine Ahnung. Ne, wir fallen erstmal noch mal, wir holen ein bisschen Gas und dann machen wir uns kompakt runter und stürzen. Und hoch. Und direkt wieder hoch und weiter. Okay, ich merke schon, beim Aufstehen sollte ich vielleicht ein bisschen die Toe-Stopper nutzen, um Gas zu geben. Genau, die kannst du nutzen, um aufzustehen. Da macht es vielleicht auch Sinn, die niedriger zu stellen. Dir, dass du siehst, was das für einen Unterschied macht. Also Trouble fällt mal vor uns. Ja, das sah jetzt sehr, sehr langsam aus eigentlich so. Eher noch ein bisschen lang. Machen wir ein bisschen schneller. Machen wir schneller. Ja, wir müssen noch ein bisschen schneller fahren dafür. Oder? Ne, so ein Aufstehen, wo du direkt mit Speed rauspusht. Okay, also schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Kannst du das schneller? Es muss jetzt nicht perfekt sein, wir wollen es einfach nur mal einmal sehen. Speed. Okay, dann fahren wir noch ein bisschen schneller. Kommst mit Speed. Okay. Naja, war jetzt auch nicht so schnell. Kannst du vielleicht noch schneller? Ja, ich weiß nicht. Jetzt probiere ich es halt mal aus. Dann fahren wir mal eine Runde. Um wieder hochzukommen. Das Hochkommen war jetzt ein bisschen wackelig. Ja, jetzt habe ich es ein bisschen über die Toe-Stopper probiert, aber es fühlt sich noch etwas seltsam an, aber es sind ja erst die ersten Male. Okay. Jupp. Das war schon fast ein Derby-Stop. Das war schon fast ein Derby-Stop. Okay, das war wohl fast ein Derby-Stop. Warum fast? Was wäre der Derby-Stop? Der Derby-Stop, den nutzen wir, wenn wir an eine Linie rauskommen wollen, da aber stoppen müssen. Und anstatt, dass wir hier so in die Linie reinklauen, wie wir das auch schon gelernt haben, macht es manchmal Sinn, vor allem auch wenn du Jammerin bist, das erklären wir noch, was das alles ist. Jammerin hatten wir vorhin sogar schon, wenn ich mich recht daran erinnere, ist es die Person, die die Punkte fährt. Genau. Okay. Und dann kannst du zum Beispiel die Situation haben, Pixie, kannst du mal hier hinstehen? Ich sehe jetzt, kannst du mir ein bisschen Platz geben? Ich sehe jetzt, hier ist noch ein bisschen Platz für mich, ne? Ja. Als Jammerin. Und da kann es sinnvoll sein, dass ich eben mit einem Derby-Stop an die Linie gehe. Jetzt kann ich mich hier so an ihr vorbeischleifen. Also der Derby-Stop. Sehr, sehr cool. Genau, der Derby-Stop ist eigentlich einfach eine Transition, wo du auf die Stopper gehst nachher. Okay, das heißt, Derby-Stop kommt man super gut an kleinen, schmalen Bereichen noch vorbei, wie heißen denn die Gegner? Jammer ist der, der die Punkte fährt. Wie heißen die anderen? Ich bin sehr wahrscheinlich eine Blockerin. Eine Blockerin, genau. Dann will man an der Blockerin vorbeikommen. Und dann, wenn hier so nur so schmal ist, dann versucht man irgendwie sich über die Toe-Stopper hier so durchzudrehen. Ich kann es jetzt nicht, aber man dreht sich da durch.
Sie hat es ja gerade vorgemacht, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Was passiert, wenn man dabei jetzt den Track verlässt? Dann sind unsere wachsamen Refs am Rand. Als jammende Person hast du sogar einen eigenen Schiri, der nur für dich da ist und schaut, dass du keine Penalties machst. Das heißt, damit du das Penalty nicht bekommst, muss garantiert sein, dass du durch das Verlassen des Tracks keinen Vorteil bekommst im Spiel. Also ich blocke dich hier, du gehst aus dem Track, du darfst nicht hier wieder rein, weil dann hättest du dich an mir vorbeigemogelt. Ja. Das heißt, du kannst wieder in den Track, aber hinter mir, dass du keinen Vorteil gewinnst. Und wenn du das nicht machst, dann gibt es ein Cutting und dann musst du in die Penalty-Box. Okay, das heißt, es gibt erstmal keine direkte Strafe, wenn man den Track verlässt. Man muss einfach nur sozusagen zurückspulen oder heute eher zurückzeppen oder wie auch immer man es nennt. Und dann darf man weiterfahren. Genau. Wann hat man denn den Track verlassen? Wenn man auf der Linie ist oder wenn man von der Linie runter ist? Es ist eigentlich, du darfst bis zur Hälfte dieser blauen Linie darfst du unbekümmert fahren Ja. und ab dann wird es problematisch. Und es gibt noch sehr viele detaillierte Regeln zu, du darfst irgendwie so fallen, dich hier stützen und wieder hoch. Okay, das heißt, es kommt darauf an, wo die Rollerskates stehen, nicht wo der Rest vom Körper ist. Ja, genau. Aber du darfst zum Beispiel nicht mit den Skates hier sein und noch irgendwie mit dem Knie und dem Ellenbogen daneben. Also du darfst höchstens auf einem Punkt des Körpers außerhalb des sehr komplizierten. Okay, wir brauchen es ja auch gar nicht weiter vertiefen. Genau. Wir haben den Track, wir sollten da nicht runterfahren. Wenn wir runterfahren, kriegen wir keine direkte Strafe in Bezug auf Punktabzug oder sowas, sondern wir müssen einfach nur nochmal die Position wechseln, dass wir keinen Vorteil dadurch gewonnen haben. Genau. Okay. Da könnten wir noch ein spannendes Stück Roller Derby Taktik erklären, nämlich Recycling. Okay. Auch im Derby wichtig. Also nehmen wir an, wir zwei haben die Aufgabe, dich, die jammende Person, zu blocken. Wir stehen da, du kommst, du versuchst da durchzukommen, es ist zu schmal. Ja. Dich wirft es aus dem Track und du weißt, okay, ich muss weiter nach hinten. Ich muss an allen Personen, die quasi auf dieser Höhe des Tracks stehen, muss ich dahinter sein. Und jetzt denken wir natürlich, wir sind schlau, gehen wir aus dem Track. Wir sind schlau, Jammer is out, Jammer is out. Und wir fahren nach hinten. Du musst mitkommen. Okay, wir fahren nach hinten, ich komme Wir mit. fahren nach hinten. Du darfst immer noch nicht fahren noch weiter. Du musst ja hinter uns Du wieder darfst rein. immer noch nicht in Ach den so, das heißt, ich darf erst wieder rein, wenn ich hinter euch Bist du bin. legal wieder rein. Jetzt bin ich legal wieder rein. Und natürlich, je weiter wir dich so zwingen, zurückzufahren und außerdem noch außen am Track, wo du eine längere Strecke hast, desto mehr Zeit wird. Okay, wir haben jetzt eine kurze Trinkpause gemacht und jetzt geht's weiter. Wir hatten es jetzt gerade eben davon, dass man den Track verlässt und einen überholt und was passiert, wenn man den verlässt. Da kommen wir jetzt nochmal zu den Regeln. Wir haben die ja vorhin ganz am Anfang mal ganz kurz angeschnitten gehabt. Ja, aber da hatte ich jetzt eben eigentlich noch eine Frage und zwar hieß es, dass der Jammer oder die Jammerin, ist es männlich, weiblich, neutral, wie nennt man das denn, der, die, das? Wir sprechen eigentlich möglichst neutral oder einfach mit den Pronomen, die diese Person, die diese Rolle gerade ausführt, hat. Okay. Und dann die jammende Person, the Jammer. Okay, sagen wir einfach mal die jammende Person. Das ist ganz gut. Dass die auch Punkte machen kann. Und jetzt ist die Frage, macht da eine Person Punkte? Ist da wirklich eine Person gegen eine andere Mannschaft oder sind es mehrere Mannschaften, die gegeneinander spielen oder wie läuft es ab? Das sind zwei Mannschaften und beide stellen dieselbe Anzahl und in denselben Funktionen Leute auf dem Track. Okay, das heißt selbe Anzahl. Es gibt nicht irgendwie eine Regel, dass man immer 5 Leute haben muss oder immer 7 Leute, sondern... Beide stellen 5 Leute auf dem Track. Ja, Eine Person davon jammt. Das Okay. ist die Person, die die Punkte macht. ja. Und wir stehen auch gerade schon am richtigen Ort. Diese Linie nämlich ist die Jammer Line und da beginnt eigentlich das ganze Spiel. Also die jammenden Personen stehen vor dieser Linie und die blockenden Personen stehen hinter dieser Linie und warten auf den Angriff, um dich als jammende Person dann zu blocken. Okay, das heißt, hier geht's los. Die Blocker stehen hier, Jammer stehen hier und dann geht's
so los, oder? Grundsätzlich die Spielrichtung geht in Derby Direction. Also du versuchst dadurch runterzufahren. Also gegen den Uhrzeigersinn? Genau. Und wir versuchen dich zu hindern, aber wir dürfen dich nicht in die Gegenrichtung zurückpushen. Ich darf dich aufhalten, ich darf dich verlangsamen, aber ich darf dich nicht zurückschieben. Okay. Das gewährleistet eigentlich, dass der Spielfluss in unterschiedlichen Tempi immer in dieselbe Richtung geht. Okay, interessant. Cool. Aber der Jammer, der darf zurückfahren und wieder neue Schwung holen oder sowas. Also Und ihr dürft auch zurückfahren, ihr dürft nur den Jammer oder die jammende Person nicht zurückschieben. Genau. Okay. Also die Regeln sind eigentlich immer Impact-Regeln. Was geschieht, wenn ich dich blocke, wenn du in mich hineinfährst. Aber was ich sonst auf dem Track mache, ich kann hier auch versuchen, Samba zu tanzen. Sehr unvorteilhaft, aber ich dürfte. So. Okay, das heißt, wir haben 2 Mannschaften. Es gibt 4 Blocker, wenn ich das richtig verstanden habe, und eine jammende Person, also insgesamt 5. Man hat Auswechselspieler, beliebig viele. Beliebig viele, okay. Und wie lang geht ein Match? Ein Match geht 2x30 Halbzeiten. Minuten. 2 x 30 Genau. Minuten. Und- Also sehr, sehr lange. Das heißt, die jammende Person wird auch mal ausgewechselt, nehme ich an, oder? Absolut. Und Deswegen, oder soll ich? Ja, ich übergebe Willst an du? dich. Ich übergebe an dich. Deswegen ist das Spiel unterteilt in sogenannte Jams. Jams können maximal 2 Minuten dauern. Also das ist die Maximalzeit, wo eine Aufstellung von spielenden Personen überhaupt auf dem Track ist, weil das Ganze ist mega anstrengend. Ja. Und sobald ein Jam fertig ist, kommt ein neues Set von Jam-Personen und Blocken-Personen auf den Track. Okay. Das heißt, anders als in anderen Teamsportarten, ich kenne gar nicht so viele andere Teamsportarten, egal, ich glaube, dort Nehmen wir ist mal es so, klassisch Fußball. genau, darf man nicht während dem Spiel Leute einwechseln, sondern man schickt quasi eine Partie in einen Jam und die kommen wieder raus, solange nicht jemand in der Penalty-Box gelaufen ist. Okay, das heißt, in den 2 Minuten bleibt die Mannschaft Genau. fix. Okay, Jams dauern aber nicht immer 2 Minuten. Und jetzt kommen wir Okay, zu den wann ist ein Jam Kernregeln vorbei? von Roller Derby. Ein Jam ist vorbei, wenn die Person, die Lead Jam hat, den Jam abcallt oder wenn 2 Minuten vorbei sind. Das erste ist das, was meistens passiert. Wenn wir beide jammen und uns jetzt an einem ganzen Pack von BlockerInnen vorbei gepflügt haben. ja. Ich bin das ganze Und, Pack. genau. Ich bin 10 Okay. Personen. Pixie ist das Pack. Pixie ist das komplette Ich Pack hab's jetzt. Erst vorbeigeschafft. Ja. Dann sagt mir der Referee oder die Referee, die draußen steht, du hast Lead Jam. Dann habe ich die Macht, diesen Jam zu jedem Zeitpunkt abzubrechen. Okay. Und das ist jetzt auch der Moment, wo natürlich die Strategie reinkommt, weil das heißt, nach dieser ersten Runde kommen wir überhaupt erst in den sogenannten Scoring Pass, wo wir Punkte machen können. Okay, das heißt, wenn man das erste Mal an den Blockern vorbeifährt, gibt es noch keine Punkte. Genau, da battlen wir eigentlich einfach darum, wer Lead Jam hat oder wer Lead hat und wer nicht Lead hat. Und eben wenn du Lead hast, kannst du nachher zu jedem Zeitpunkt den Jam beenden. Ein sehr guter Zeitpunkt ist zum Beispiel, wenn du mehr Punkte hast als die andere Person. Also Lead Jam heißt einfach nur, man ist von den 2 jammenden Personen die führende Person, die sagt, wann es vorbei ist. Genau, und das wird dir auch angezeigt von außen. Also es ist für alle ersichtlich, wer gerade Lead Jam hat. Und eben die Idee, wie das Pixie gerade gesagt hat, du versuchst natürlich den Jam abzucallen. Das macht man übrigens mit dieser Geste. Okay. Möglichst gut sichtbar für alle Refs, genau. Das machst du zu dem Zeitpunkt, wo du mehr Punkte hast als die andere Ja. Person. Das heißt, wenn wir das zweite Mal an den BlockerInnen vorbeikommen, das ist der Moment, wo ich mir dann vielleicht überlege, du bist jetzt noch ein bisschen hinter mir und ich merke aber schon, du bist eigentlich schneller als ich und du kommst weiter. Ich bin aber vor dir, habe Lead. Sobald ich hier an Pixies Hüfte vorbei bin, Ja. kriege ich einen Punkt. Du bist jetzt noch nicht an Pixies Hüfte vorbei. Das heißt, wenn ich jetzt abcalle, habe ich einen Punkt und du keinen. Das heißt, ich wäre jetzt die zweite jammende Person Genau. von der anderen Mannschaft. Genau. Aber es gibt das eine Team, das Blocker hat und das andere Team, das Blocker hat. Genau, und du bekommst Punkte für die Blockenden des gegnerischen Teams. Also ich war jetzt quasi beides in Personalunion.
Aber grundsätzlich deine eigenen Leute, die zählen natürlich nicht, weil die wollen natürlich, dass du möglichst vorbeikommst. Und dann kommt natürlich auch ins Spiel auch Taktik. Ist mein Fokus, merke ich, die andere jammende Person, die ist so gut, wir müssen all unsere Leute darauf fokussieren, die zu stoppen. Ja. Oder merke ich, der ist neu, der steht erst zum zweiten Mal auf Quads. Ich fokussiere mich auf etwas anderes. Ich schaue, dass ich das gegnerische Team, die gegnerischen Blockenden mit Offense davon abhalte, meine jammende Person zu stoppen. Okay, das heißt, der Blocker darf auch im Prinzip in die Offensive gehen und darf die anderen Blocker ärgern Genau. und ihn an ihrem gewollten Vorhaben, an ihrer Strategie hindern. Das ist das Schöne und das Schwierige an Roller Derby. Alle dürfen alle ärgern. Ja, das hört sich jetzt für mich sehr ungeordnet an. Ein Durcheinander, wenn alle irgendwie alles machen. Außer die jammende Person, versteht sich. Genau, da ist eigentlich völlig klar, was die macht. Und für alles andere gibt es Teamstrategien. Und wir haben natürlich auch wir erzählen jetzt natürlich nicht alle, die sind ganz geheim. Aber das macht man eigentlich im Vorhinein ab, wer hat auch welche Rolle auf dem Track. Ja. Und auch zum Beispiel, wer würde im Falle eines Falles Offense machen gehen, falls das notwendig wäre. Damit man schon dort ist und eigentlich weiß, ich wurde für diesen Move eingesetzt hier, das ist jetzt mein Job. Alles klar. Und wenn sich das ändert, dann muss man kommunizieren. Es wird viel gesprochen, auch während einem Spiel im Derby. Also während den 2 Minuten wird schon viel gesprochen? Wird viel gesprochen, sei es, wir zusammen blocken, hinter mir ist die jammende Person. Ja. Mein Team weiß das nicht, das ist mega chaotisch, niemand kann alles sehen. Und dann sage ich, Jammers on me, damit mein Okay, Team das dann weiß. unterbreche ich dich mal kurz, dass das Video für euch nicht zu lange wird. Nehmen wir einfach mal mit, dass die Strategie sich jederzeit ändern kann, man sich jederzeit zurufen kann und die Positionen, die man vorher bespricht, nicht fix sind. Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich noch nicht 100% verstanden habe oder wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie verstanden habe. Das heißt, wir haben die 4 Blocker, die jammende Person fährt vorbei, hat dann beim ersten Mal den Lead Jam. Es gibt aber noch keinen Punkt. Und dann bei der zweiten Überholung gibt es dann einen Punkt. Beim zweiten Mal überholen heißt, man hat es zweimal überholt, wenn man einfach nochmal alle 5 überholt hat. Oder wann? Für jede Person, die man überholt. Person, die du bei der Hüfte überholst. Das heißt, man überholt das erste Mal, dann fährt man einfach und jede weitere Person, die überholt wird, gibt dann Punkte. Gibt es irgendwie verschiedene Anzahl von Punkten pro Person durch irgendwelche speziellen Techniken oder ist es immer fix? Also man zum Beispiel immer einen Punkt pro Überholung bekommt. Du kriegst für jede blockende Person, die du überholst, diesen Punkt. Ja. Und wenn zum Beispiel eine Person in der Penalty Box sitzt, dann hat ja das gegnerische Team nur 3 Blockerinnen auf dem Track. Dann kriegst du diesen Punkt, nachdem du das Pack verlassen hast. Quasi, weil es wäre ja wie zu deinem Nachteil sonst, dass das gegnerische Team ein Penalty gemacht hat. Ja. Und den bekommst du quasi erst als Bonus obendrauf, wenn du es durch das Pack geschafft hast. Okay, perfekt. Ja gut, ich denke, die Regeln sind soweit klar, zumindest mal die Grundregeln. Was steht als nächstes an? Machen wir jetzt mal ein Manöver oder machen wir noch mal ein paar Übungen oder wie geht's weiter? Ich glaube, wir gehen jetzt unseren Mundschutz holen und kommen zu dem, für das Derby berühmt und berüchtigt ist, nämlich Hits. Okay, ja, dann kommt jetzt die Action, kurzer Break und wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich den Mundschutz an. Ich kann kaum noch damit reden, wie ihr hört. Mir läuft die Sabber durch den Mund. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. This is part of the Derby experience. Genau. Okay, ja, ihr hört schon. Und ich fange irgendwie an zu lispeln, habe ich das Gefühl. aber da gewöhnst du dich ganz schnell dran. Und es ist eben auch super wichtig, dass, weil wir ganz viel kommunizieren auf dem Track, du bist eigentlich permanent am Labern, dass du auch wirklich versuchst, deutlich zu sprechen, dass sich die anderen verstehen. Ich nehme zugunsten des Publikums kurz meinen Mundschutz ab. Okay. Wir schauen jetzt, wie würde sich ein Team positionieren, wenn jetzt so ein Spiel beginnt. Und sind hier gerade noch am Rollen verteilen. Wir sehen, wir haben solche, wir nennen die Panties, das sind so Helmcover.
und die markieren bestimmte Spielfunktionen. Weil gerade in diesem Gewimmel, man sieht die Nummern nicht unbedingt, man sieht die Namen nicht unbedingt. Es ist aber wichtig, dass wir immer erkennen, wer ist die jammende Person, wen versuchen wir aufzuhalten. Okay, Und auch, wer ist in unserem Team. Ja. Sehr unbequem, wenn man die eigene jammende Person blockt. das wäre schlecht, ja. Okay, gut. Genau, wir brauchen dich auch dafür. Also ich mache auch mit. Genau. Ich versuche jetzt möglichst wenig zu reden, weil man mich nicht mehr versteht. Pixie, Okay, was ist meine Rolle? ich würde vorschlagen, ich bin jetzt mal Jammerin Okay. und erklär dir mal, was du da machen müsstest als Jammer. Ach so, als Komm mal Jammer. mit Okay. mir. Wir fangen ja, bevor der Jam anfängt, hinter der sogenannten Jammer-Linie an. Also du bist jetzt meine Ich bin Gegnerin. jetzt mal die Jammerin in Weiß Ja? und du folgst mir einfach mal auf meinem Weg. Okay. Mein Weg führt mich zu diesem Tripod oder Hulk hier. Das sind die blockenden Personen vom gegnerischen Team. Sie sind jetzt in dieser Dreierformation aufgestellt. Plus ist da noch Pixie, die mir auch noch Übles will. Das heißt, das ist quasi die Perspektive, die du hast als jammende Person, wenn du beginnst, oder? Ich habe jetzt hier vor mir gleich Leute und wir machen ganz softes Reingehen. Der Pfiff geht, Jam beginnt und dann versuche ich hier vorbeizukommen, oder? In der Mitte Das heißt, durch. Ich gehe mal rein. Zum Beispiel, ich versuche mal hier durchzukommen. Ich merke, es geht nicht. Ja. Dann bewege ich mich weg. Aber die kommen mit mir mit, oder? Ja. Ich habe hier noch Platz, probiere es, aber ich bin raus. Du musst wieder nach hinten gehen. Hinten, genau. Upp. Jetzt sind sie wieder, jetzt habe ich sie wieder an mir dran. Und wir neu vorbeikommen. Genau, ich täusche zum Beispiel mal nach links und jetzt rein nach hier. Und jetzt habe ich hier aber noch Pixie, die noch aufwärts macht von mir. Und irgendwann schaffe ich es dann durch. Okay. Das ist so ein Weg, den du zurücklegst Ja. als jammende Person. Und dasselbe passiert natürlich mit einem zweiten Set Ja. von blockenden Personen und einer zweiten Person, die jammt. Also Das dann heißt, probiere es ich es jetzt mal, da vorbeizukommen. Und ich darf den Zwerg nicht verlassen. Genau. Wenn ich den Zwerg verlasse, muss ich wieder nach hinten gehen. Und wir versuchen jetzt mal, den Vollkontakt möglichst zu vermeiden, weil wir dich auch noch nicht ganz gebrieft haben, was du da alles darfst und was nicht. Okay. Genau. Aber du hast schon mal einen Stern auf. Das ist ein guter Anfang. Okay, was? Ich gehst nicht mit Vollkontakt rein. Vollkontakt heißt, ich darf jetzt nicht irgendwie dagegen boxen. Genau, Ich muss jetzt einfach nur versuchen, irgendwie da vorbeizukommen. genau. Mit Manövern. Also und wichtig ist, du darfst beim Derby von deinem Körper alles einsetzen, was hier hoch geht. Ja. Alles, was von den Knien aufwärts Ja. geht, bis zum Hals. Das sind alles Körperstellen, die du benutzen darfst. Also Das kein heißt, Kopf, keine Hände, kein keine Kopf, Füße. keine Hände, kein Ellenbogen, so, Okay. sondern wirklich das sind die Flächen, die du nutzen darfst. Und wenn du andere Personen blockst, darfst du dieselben Stellen auch berühren, aber nicht in den Rücken. Okay, aber man dürfte es theoretisch so schnell wie man kann mit der Schulter dagegen fahren. Genau, aber nicht in den Nur Rücken. nicht in den Rücken, wo die Wirbelsäule Und ist. darum hast du auch oft diese Aufstellung, weil sie zwei zeigen dir jetzt eigentlich den Rücken. Ja, und da darf Und ich du nicht darfst rein. nicht so rein, aber du kannst zum Beispiel probieren, hier Ja, mit der Schulter reinzugehen oder eben mit deiner Hüfte. okay. Ich versuche so reinzudrücken. Und- Genau, also einfach push nicht voll in die Leute rein, Okay. weil dazu haben wir noch ein bisschen zu wenig gesehen von dir. Gut, dann gibt es das Aber- Kommando und dann versuche ich einfach mal irgendwie vorbeizukommen. Genau, also normalerweise wird immer gesagt, wird in Sekunden runtergezählt, Ja. dann heißt es zum Beispiel 5 seconds Wo genau muss ich starten, an welcher Linie? und go. Du kannst hier hinten hinstehen, wo du willst. Du kannst direkt an der Jammerline starten, Ja. du kannst aber auch Anlauf holen gehen. Okay, also das heißt, da gibt es keine Regel. Ich kann irgendwo starten. Genau, Ich dürfte theoretisch auch da drüben starten, was keinen Sinn macht. ja. Okay. Aber das macht
Genau, ich zähle runter, ich sage 5 seconds und go. Jetzt geht's going out. Und du bist draußen, jetzt musst du zurück. Wieder zurück Genau. und wieder neu vorbeikommen. Wieder entgegen. Okay. Das heißt, ich bin vorbeigekommen und hätte jetzt einen Lead Jam. Okay, das war so richtig? Oder habe ich irgendeinen Fehler gemacht, einen Regelfehler? Ich glaube, du hast Cutting gemacht. Cutting? Du bist zwar, als du aus dem Track gegangen bist, wieder nach hinten gegangen, Ja. aber direkt wieder in den Track und quasi auf dem Track wieder nach hinten. Du müsstest ganz an der Linie draußen nach hinten und dann wieder rein. Aha, okay. Dann habe ich einen Fehler gemacht, ja. Okay, das heißt, man muss immer außerhalb des Tracks nach hinten gehen und erst wenn man hinter den Personen ist, wieder reingehen. Okay. Machen wir es nochmal. 5 seconds. Und go. Und du bist draußen, du warst draußen. Ich war draußen Also dann gut, ja, genau. Gehst du wieder rein. und jetzt halt wieder von vorne. Okay, du bist aktiv. Und ich bin vorbei. Okay. Genau, das war unser kleiner Demo-Jam. Das wäre jetzt etwas, das wir oft in unseren Advanced-Trainings jeweils am Donnerstag üben, Ja. sehr routinemäßig und danach ein bisschen mit mehr. Okay, und normalerweise sind eben 5 Spieler auf einem Feld pro Mannschaft. Also 4 Blocker und ein Jammer, also insgesamt 10 Leute auf dem Feld. Und das macht es natürlich nochmal wesentlich komplizierter. Und die Blocker können auch die Blocker ärgern. Was jetzt auch nicht der Fall war. Das heißt, ich hatte es jetzt sehr, sehr einfach. Und die haben mich sicherlich durchgelassen. Die waren ein bisschen nett zu dir, aber das ist auch gut, weil am Anfang muss man ja Selbstvertrauen aufbauen. Dass man nicht gleich demotiviert ist. Genau. Aber ja, wir haben die Spielregeln, glaube ich, verstanden. Und jetzt werden wir uns noch ein paar verschiedene Manöver oder was schauen wir uns noch an. Schauen wir uns doch noch die Hits an. Ein bisschen Die Hits. Das ist sehr genauer. lustig. Und dazu brauchen wir nämlich mal auch den Mundschutz, wenn es heißt Hits. Genau. Aber es sind keine Hits, wo wir uns schlagen, sondern die erklären uns das jetzt. Genau, es geht eigentlich darum, wie können wir das, was wir diese Legal Blocking Zone nennen, also diese Körperteile, mit denen ich dich hitten darf, Ja. am effektivsten verwenden. Und das Ziel ist eigentlich immer, dich von deiner Bahn abzubringen, den du fahren wirst. Optimalerweise direkt aus dem Track, weil du dann einen Nachteil hast und wieder nach hinten musst. Und genau das, was man so klassischerweise denken könnte, damit kann ich jemanden wirklich effektiv schlagen. Das sind irgendwie die Hände, die Ellenbogen, die Knie, darf ich alles nicht. Das ist alles verboten. Und deshalb versuchen wir das doch jetzt mal mit der Hüfte. Das heißt, man darf keinen das Bein stellen oder sowas, dass der irgendwie rüberfällt. Da landest du direkt in der Penalty-Box. Und gerade bei Penalties, die die Sicherheit von Spielenden gefährden, verstehen die Refs gar keinen Spaß. Okay, verständlich. Gut, okay. Also Hüftkontakt, mit der Hüfte irgendwie blocken und vorbeikommen. Probieren wir das mal aus. Wir versuchen das jetzt quasi mal als Trockenübung. Ja, Eine Person steht, Derby Position, spannt den Bauch an und versucht, es hilft teilweise so ein bisschen T-Rex-Arms zu machen, nennen wir das. okay. Damit man T-Rex. nicht aus Versehen mit den Ellenbogen jemanden schlägt. Und dann versucht man die Ellenbogen an den Das heißt, wir probieren es in den Körper zu drücken und es dann einfach so Genau. zu drehen. Das Und schützt auch die Rippen, weil das tut sehr fest weh, wenn Ja. jemand da reinblockt. okay, Genau, und die andere Person gibt einen Hit und man versucht, möglichst stabil zu stehen. okay. Sollen wir das mal vorzeigen? Genau. Trouble und Pixie zeigen das mal einmal vor. Und dann muss ich wahrscheinlich ran. Ich werde gehittet. Du wirst gehittet. Ich werde gehittet. Also. Kannst du so ein bisschen rollen? Das ist, glaube ich, einfacher. Genau. Ich habe jetzt Pixie vor mir. Ich will sie hitten. Und ich merke, ich komme noch tiefer als sie. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter und drücke sie raus. Okay. Und versuche natürlich selber immer im Track zu bleiben. Weil, kannst du noch mal reinkommen? Das heißt, du darfst sie vom Track runter Das ist das Ziel. Sehr oft. tackeln, drücken. Genau, also Hitten. wenn ich
Pixie jetzt so rauskriege, Ja. das ist natürlich super, aber ich muss drin bleiben, weil wenn ich einfach mit Pixie mitgehe, dann, oh, ich drücke dich hier raus und ja, ich bin selber auch noch draußen, dann müssen wir beide wieder schön einsteigen und es ist Ja. nicht ganz klar, wer war vor wem, sondern die Idee ist eigentlich, dass ich wirklich komme, mache einen gezielten Hit, genau, und Pixie ist draußen. Okay. Genau. Und den Hit macht man mit Oberschenkel, Hüfte. Genau, So. also jetzt in dem Fall habe ich mich jetzt entschieden, hier so eigentlich Pixie so wegzuheben. Also ich gehe da runter und habe sie eigentlich mit der Schulter Ja. so genommen. Die andere Möglichkeit ist eben zum Beispiel auch halt wirklich mit der Hüfte ranzugehen. Oder nochmal was anderes, jetzt in der Situation so vorne hinzustehen und dann wen rauszudrücken. Okay, das sah jetzt fast schon wie Beinstellen aus, wenn du den Fuß vorne dran machst, aber ist es nicht, weil ihr eher steht und nicht schnell fährt? Genau, Oder? Also wenn ich jetzt eine Geschwindigkeit hätte und am Fahren wäre, ginge das natürlich nicht. Okay, Und es gibt auch ein bisschen Unterschiede, wie mache ich es, wenn jemand fährt, Ja. wie mache ich es, wenn jemand steht. Man verbringt relativ viel Zeit, gerade als blockende Person im Derby, gar nicht mit großem Speed. Weil man ist hier mit seinem Team, man schaut, man positioniert sich, man steht und ist natürlich dann angreifbar. okay. Das Ganze hört sich sehr, sehr anstrengend an in Summe. Wir hatten ja vorhin gesagt, zweimal 30 Minuten. Wie viel Pause sind zwischen den 30 Minuten? 15. 15 Minuten Pause und dann geht's weiter. Gibt Genau. es auch wie beim Fußball oder so eine Art Nachspielzeit? Oh Gott, da müssten wir ganz tief ins Regelwerk schauen. Also generell, es ist nicht die Regel, oder? Wenn Gleichstand ist, kann extra Jam einberufen werden. Also Ja. es gibt schon, so wie im Fußball halt, Ja. aber es gibt kein so Penalty-Schießen. Okay, Also es gibt nicht noch eine andere Variante vom Spiel. alles klar. Genau. Gut, okay, dann komme ich jetzt wahrscheinlich dran. Jetzt kommst du mal dran. Dann heißt den Mundschutz wieder anziehen. Das ist eine Übung, die wir manchmal im Training machen. Trouble wird dich hitten Ja. und es ist dein Job, so stabil wie möglich zu bleiben und dich möglichst nicht umzufallen, nicht irgendwie fortzufahren. Und dafür gibt es einige Tricks. Okay, also kein Gegenangriff, sondern nur abblocken. Nur abblocken. Okay, Genau. Also wir gehen wieder in Derby Position. Und sobald du siehst, Trouble kommt und versucht sich zu hitten, gehst du einfach noch einen Ticken tiefer. Genau. Und jetzt, okay. vorher wäre ich wie hier noch so Unten unter dich reingekommen. runtergekommen. Ja. Und wenn du kurz vorher noch so diesen Drop machst, dann reicht mir das nicht mehr. Und dann bin ich hier an deiner Schulter, ist auch gut, aber ist halt nicht so effektiv. Okay, das heißt, wir müssen eigentlich als Blocker immer schauen, dass wir möglichst tief sind. Genau. Und am besten eben noch wirklich die Person, die dich hittet, noch ein bisschen austricksen, so im letzten Moment noch ein bisschen tiefer, Ja. ein bisschen verschieben so. Okay, Genau. Ja, dann. jetzt mal los. Genau, aber du musst dir immer überlegen, es geht so ein bisschen vorwärts in Ja. Derby Direction. Genau. Du bist draußen. Okay, jetzt muss ich zurück, Zeige dich. wieder rein Genau. und von vorne. Genau. Jetzt kannst du wieder nach vorne gehen. Okay, Du verlierst dein Mikro. Equipment geht flöten. Also die beiden Picks in Trouble. Picks in Trouble zeigen uns jetzt nochmal das Hitten, was wir jetzt gerade eben Trouble und ich gemacht haben. Schaut es euch mal an. Das ist jetzt eben wohl ein Teil der Skills, die man haben sollte beim Roller Derby. Das heißt, die Person, die hittet, die versucht, den anderen aus dem Track zu schieben. Und die blockende Person versucht einfach ihre Aufgabe weiterzumachen und sich nicht stören zu lassen. Geil! Sehr cool. Ja, so langsam kommt die Action. Was für Skills brauchen wir noch?
Ich glaube, Immer schön hydriert bleiben, merkt's euch. immer schön hydriert bleiben. Und viele der Dinge im Derby kommen ja als Team. Also selbst die allen besten SkaterInnen, die alle Tricks können, funktionieren nicht gut im Derby, wenn sie nicht bereit sind, als Team zu arbeiten. Ja. Und manchmal bedeutet deine Rolle im Team auch einfach, steh da. Steh da, mach das, was die andere Person dir sagt und sei stabil. Und darum, jetzt bin ich ganz außer Und Atem. irritier die anderen und lenkst sie ab und sie sind verwundert, dass du nichts machst und da stehst. Nein, erstaunlich oft, das ist eigentlich Positional Blocking, blockierst andere Leute nur schon, indem du einfach da bist. Ja. Und du brauchst diesen Platz auf dem Track und da kommt niemand vorbei. Und ich glaube darum, man kann auch mit Derby beginnen, ohne ganz viele Tricks und einzelne Kniffs auf Skate schon zu können, weil es auch verschiedene Rollen im Team gibt. Das heißt, wir können auch ohne, dass wir viele Skills haben, können wir einfach sozusagen eine gewisse Standsicherheit einfach haben, die Derby Position perfektionieren und dann damit einfach schon viel arbeiten. Total. Genau. Das heißt, Trouble, du hast mir ja vorhin erzählt, dass wenn wir den Track möglichst schnell fahren, dass wir dann in der ovalen Kurve den Track innen fahren und dann auf den Längsseiten nach außen an die Seite gehen. Das heißt, es wäre zum Beispiel eine Strategie, jemand, der hauptsächlich steht, auf der Längsseite außen zu stehen, dass die Leute, der Jammer oder die Blocker nicht so schnell da durchfahren können. Ja, und generell ist eben Derby gar nicht so schnell. Also du hast nicht 10 Leute, die so in einer kleinen Blitzekugel so über diesen Track in diesem Diamond hin und her so schnellen, sondern Derby ist eigentlich ein relativ langsamer Sport. Also eher ein langsamer explosiv. Kontaktsport als... Genau, also wir stehen dann halt hier, wir bewegen uns, wir haben eine Person an uns und dann gibt es vielleicht diesen explosiven Moment, wo die jammende Person vorbeikommt und dann packst du aus oder dann fährst du möglichst schnell aus dem Pack wieder ins Pack rein. Aber Derby, vor allem jetzt auch so auf dem Level, wie die meisten Teams Derby spielen, hier so in der Schweiz oder auch in Deutschland, ist nicht super schnell oder nicht jede Person flitzt da über den Track. Sondern Okay, das heißt für mich, es muss nicht jeder schnell fahren können, sondern man kann wirklich, wie Trouble vorhin schon gesagt hat, oder Pix oder ihr beide, dass man eben nicht so schnell sein muss, sondern wirklich schon im Stehen einiges machen kann. Oder Und zumindest schon mal ein Spiel mitmachen kann, ohne... Genau, und du musst in einer Menschenmasse fahren können. Ja. Ich glaube, das ist vor allem so. Also das heißt, man muss Stabilität haben, man sollte agil sein, man sollte sicher bremsen können und vor allem keine Angst haben zu fallen, nehme ich mal an. Genau. Aber das all lernt man diese am Dinge. ersten Tag. Genau. Richtig fallen und danach. Es kann auch nicht wirklich viel passieren, wir haben es ja vorhin gemacht, wenn man hier auf den Boden fällt, der ist so schön glatt, man rutscht, man hat die Pads an. Also zumindest, wenn man selbst ohne Kontakt mit anderen fällt, ist es absolut kein Problem. Ich habe es jetzt noch nicht rausgefunden, wie es ist, wenn man dann wirklich mal in einem Gedränge steht und dann vielleicht der andere in einen reinfetzt, während man am Boden liegt. Aber dafür kann man ja, wie wir es vorhin glaube ich schon gesprochen haben, man kann auch Protektorenhosen anziehen, das ist nicht verboten. Das heißt, so kann man sich nochmal schützen, man kann sich wirklich komplett panzern. Das heißt Shin-Guards, Knee-Guards, Protective Shorts, alles drum und dran. Brustpanzer, Rückenpanzer wahrscheinlich auch, wenn man möchte. Genau. Das heißt, man ist ja im Prinzip eigentlich voll geschützt und da kann wirklich nicht mehr viel passieren. Ja, und im Roller Derby schauen wir auch aufeinander, auch wenn wir mit einem gegnerischen Team auf dem Track stehen und uns super hart hitten. So, wir sind auch eine Sport-Community, die auf sich schaut. Also wenn eine Person ihr erstes Spiel hat, dann geht ja gehen nicht gleich voll alle rein. Komplett rein. Das wäre auch irgendwie schade, weil wir sind ja alle da, weil wir Spaß haben wollen, weil wir schon auch uns fordern wollen. Aber das ist auch was super Cooles an Roller Derby. Du brauchst keine Vorkenntnisse, du kannst diesen Sport anfangen mit Fitness-Level 0. Ja. Du kannst dazulernen, dich verbessern. So. Und das ist auch was mega Schönes. So. Ja, also wir haben jetzt hier zusammen trainiert. Ich denke, der Roller Derby Sport ist offen für alle, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Es gibt hier keine Abgrenzungen. Erklär du mal, was ist da, Genau, also Roller Derby kommt ja aus der feministischen Punk-Szene. Wir scheißen auf Kategorien. Im Roller Derby ist egal, was du für einen Körper hast, was du für eine Geschlechtsidentität hast, woher du kommst. So, Menschen sind willkommen teilzuhaben an diesem Sport. Wenn sie es nicht super kompetitiv auf dem Track können, dann braucht es an jedem Spiel und in jedem Training auch immer super viel so Support neben dem Track. Und das ist auch was jetzt auch mich persönlich immer total angezogen hat an Roller Derby. So,
du musst nicht super athletisch sein und irgendwie so viele Muskeln haben. Ja. Du kannst mit jedem Körper Derby beginnen und du wirst lernen, deinen Körper so einzusetzen, wie es strategisch sinnvoll ist. Und das ist halt mega toll, dass wir eigentlich einen Sport haben, der eben bei ganz vielen Kategorien findet so, ja, fuck that. Wir schreiben Ja, unsere mega. eigenen Regeln. Finde ich mega. Dann machen wir noch mal ein bisschen Action. Jetzt zeigt mir noch mal ein bisschen was. Und dann ja, kommen wir noch mal zu ein paar anderen Themen. Cool. Mundschutz rein. Mundschutz rein und los geht's. Was sind denn noch Skills, die man braucht? Also wir haben jetzt Hitten, wir haben die Dreiergruppe, wie hieß es jetzt nochmal? Der Hulk. Der Hulk. Wir könnten mal mit der Kamera, du könntest mal mit der Kamera die jammende Person sein. Ich brace euch. Und du kannst einfach so ein bisschen langsam fahren du und dich spiegelst so mich. nach links und rechts. Ich mache, ich spiegel dich. Genau, ihr seid meine Okay. Bots. Ich spiegel Pixie. Genau. Ich mache jetzt hier den Kaktus. Ihr dürft eure Hände auf meine Schultern legen. Okay. Und ich bin eure Augen. Ihr schaut mich an, ihr Okay. bleibt tief. Ich sage euch immer, wo die jammende Person ist. Und schau, dass du mit deinem Skate nicht meinen Skate berührst. Okay. Genau, super so. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, Jammer in, geht nach innen, dann sage ich, Jammer is going in. Und wir gehen nach innen. Und wir gehen bis zur Linie. Du machst die Linie zu, genau. Jammer is middle. Jammer is in again. Super, genau. Dann machst du das machst du schon super. Das heißt, ihr bewegt euch, ihr könnt euch abstützen an mir, oder? Wenn die jammende Person von hinten kommt, richtig drückt, gehe ich tief. Und wir bin machen hier einfach noch mit. auf dem Toast und wir Das heißt, wir werden schauen jetzt nie nach gedrückt. hinten, wir werden ich auf sag dein euch, Kommando. wo die jammende Person ist. Jammer is middle, Okay. Jammer is in, Jammer is out und dann gibt es auch noch die Variante, dass wir drehen. Das heißt, wenn ich jetzt merke, Jammer in kommt von da, Ja. es reicht uns nie im Leben so rüber zu schieben in dieser Bewegung, dann gehe ich die jammende Person fangen und du nimmst meine Position ein. Okay. Das heißt, wir sind jetzt zum Beispiel so ein bisschen hier. Genau. Jammer is out. Und dann bin ich hier. Konnte jammende Person vielleicht noch erwischen und jetzt bist du Okay. hier. Okay, Jammer ist in, Genau. Jammer ist out. Genau. Okay, also ich sehe schon lieber gleich out und in sagen und das Jammer weglassen. Genau. Ja, und das ist genau das Ding, oder? Also wenn ich nochmal hierher gehe, ich bin eure Augen, ich kommuniziere mit euch. Ja. Ich sage euch auch, wenn jammende Person nahe kommt, Jammer is middle, drop. Dann geht ihr nochmal runter. Okay. Und so. Wir schließen die Hüften. Okay. Genau. Weil- Ihr geht so zusammen. Wir Genau. dürfen ja niemanden mit den Armen blocken. Ja. Das heißt, wir dürfen hier nicht zumachen mit den Armen. Ja. Wir müssen wie einen Reißverschluss bei den Beinen machen. Okay, dann machen wir das noch nochmal. Also Jammer is in, Jammer is middle, Jammer is in, Jammer is out, rotate. Genau. Jammer ist middle. Jammer out. Genau. Okay. Genau, und versuche du wechselst jetzt oft, indem du dich drehst und rückwärts Ja. fährst. Das ist natürlich für uns ultra mühsam. Das heißt, ich soll das seitlich laufen, Das also heißt, so genau, du fahren. darfst nur seitlich Okay. dich Genau. bewegen. Das heißt, ich Auch muss so so diese- fahren können. Du Oder kannst- einfach auf einem Fall. Genau. Das Okay. ist auch so ein Skill, den du am Anfang tausendfach übst. So, am Anfang machst du Steps, dann machst du diese und dann machst du irgendwie das. Und Also, dann machen wir das doch mal. Ich muss üben, ohne mich zu drehen, dass ich nach links und nach rechts fahren kann. genau, du bist möglichst immer Straight. gerade. Schaust nach hinten, wo kommt denn eine Person. Okay, ich habe die Person mehr im Blick behalten. Das heißt, wir machen jetzt einfach mal in, middle, in, out. Jetzt habe ich mich überhaupt gedreht. Wenn wir uns drehen, dann muss ich sagen, spin oder Rotate. rotate. Genau, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation haben, jammende Person kommt in. Okay, die Person kommt in, das heißt in und Du gehst. spin. Genau. Genau, und hier Ein los. Brace. Und zumachen. Jetzt zumachen, Hüfte Jammer is aneinander. middle. And jammer is in.
And then reset, rotate. Genau. Das Okay. ist jetzt langsam. Das war jetzt langsam Speed. Also es war jetzt sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam, chaotisch. Ich bin nicht ganz hinterhergekommen. Ist alles noch neu. Bis man das alles so umsetzen kann, dass man wirklich nach links, rechts, rotate, sich dreht und so weiter, die Kommandos gibt, die Jam Person im Blick behält. Gar nicht so einfach, muss man definitiv ein bisschen üben. Und ich merke schon, wenn man das 2 Minuten am Stück macht und das auf 2x30 Minuten verteilt, wenn man sich nicht einwechseln würde, das haut definitiv rein. Haut rein. Also es ist definitiv auch ein guter Ausdauersport, kann ich nur empfehlen. Okay, Total. gut, cool. What is next? What's next? Genau, und immer so fahren, dass die Person neben dir, wir sind wie ein Duo. Wir Okay, ich müssen muss immer gucken, dass die miteinander Hüfte auch da bleibt. Erst wenn die Jam der Person kommt, weil sonst, so können wir ja überhaupt nicht fahren. Ja, okay. Wir kommen jetzt noch zuerst noch zurück. Das Genau. ist zum Beispiel auch so eine Starttechnik, Ja. dass wir hier anfangen und wir sind aber recht weit weg von der Jammerlinie. Und in den 5 Sekunden, bevor die Jammerin losgeht, skaten wir noch zurück. Also ich drücke euch quasi noch auf die Jammerin rauf. Ja. Das heißt, wenn die jammende Person anfängt, das, was ihr entgegenkommt, sind quasi wir 3. Und Okay. das ist natürlich super einschüchternd. Ja. Das heißt, wir haben zum Beispiel 5 seconds, 4, 3, go. Zurückskaten und jetzt sind wir ready, oder? Okay. Und jetzt geht sie rein, Jammers in, Jammers middle, zusammen tief. Super, Jammers in, Jammers nicht middle, Was genau, nicht? Jammers Nicht? in. Dich nicht so drehen. Okay, also Weil hier da auch nicht. Jemand, erstens mal, du bietest deinen Also immer Rücken ganzen anbieten. Körper Genau. als Ja. Blocking Zone an. Ja. Du bist instabil und du fährst auf mich. Okay, ich dachte, es gilt nur für die Person, die da ist, also für alle. Nee, ihr bleibt Okay. schön parallel. Immer schauen, dass der Rücken Genau, hinten Jammers bleibt. middle, Jammers in, going in. Ja, das finde ich gar nicht Okay, so, und so Jammers einfach. going out, rotate. Race. Genau, und zusammen. Sehr gut. Und jetzt musst du noch ein bisschen näher kommen, weil wir machen hier die Linie zu. Genau. Gut. Jammers middle, Jammers middle, Jammers out, Jammers out. On me, Jammers in. Ganz in, ganz Ach so, an die Linie. ja. Genau. Da war die jetzt schon längstens vorbei. Ja, aber es ist schon gemeint. Ich habe es irgendwie in als Mittel irgendwie interpretiert, keine Ahnung warum. Genau. Ich bin gerade, was mir schwerfällt, dass ich irgendwie wirklich den Rücken hinten lasse. Ich drehe mich die ganze Zeit, da fehlen mir einfach so ein bisschen die Skills oder die Übung einfach, dass ich irgendwie so seitlich fahre, ohne mich zu drehen. Genau. Und so diese Seite. Also wenn jemand neben mir ist, wenn ich allein bin, geht's, aber wenn jemand neben mir steht, habe ich irgendwie, ja, Das okay. ist aber auch wirklich was du am Anfang intensiv trainierst, Ja. oder? Du machst wirklich so auch so diese Mirror-Übungen, dass du wirklich wie lernst, eine Person zu mirrorn. Ich schau Pixie an, gehst du hin. Genau, das ist wirklich auch das Ziel, dass du das so lernst und dass du das auch lernst einzuschätzen. So, bin ich schnell genug, um dahin zu kommen? Muss ich vielleicht eben rotieren mit meinem Tripod? Ja. Ja, also es ist wirklich auch immer so ein, mit den wachsenden Skills traust du dir natürlich dann mehr zu. Dann bist du auch so, das habe ich noch, ich probiere es jetzt, komm nicht noch hinten. Am Anfang bist du eher meistens super nervös, stehst da an diesem Ball und denkst so, oh mein Gott, hoffentlich hittet mich nicht, wäre so super hart. Ja. Und manchmal passiert dann auch einfach super viel und du weißt gerade nicht mehr, was passiert und dann bist du ein bisschen verloren und dann hast du eine erfahrene Brace, die dir sagt, komm Und zu spätestens mir, nach 2 Minuten hast du dann aber auch hast eine Pause, hast eine Pause, kannst du mal neu besprechen. Genau. Ja, wie hieß es nochmal? Tripod ist diese Aufstellung gewesen, wenn wir zu dritt sind. Dann hatten wir jetzt das Hitten. Das Hitten macht man einfach überall im Prinzip. Das ist einfach nur eine Übung dafür, dass man da gestärkt ist. Genau, also hitten darfst du auch nur in spezifischen Teilen des Tracks, nämlich da, wo das Pack und die sogenannte Engagement Zone ist. Ja. Das ist aber jetzt auch wieder Advanced Roller Derby. Okay, dann Genau, aber du darfst nicht eine Ego-Show machen, irgendwo da alleine und wen hitten gehen. Also die Idee ist auch immer, dass alle so ein bisschen zusammenbleiben okay. und da möglichst kontrolliert Ja, sich halt trotzdem hauen. ja. Kontrolliert. Und ich glaube, darum auch so Rollschuherfahrung zu haben, das ist cool und das hilft dir sicher auch im Selbstvertrauen auf dem Track. Aber am Ende, ob du aus dem Rollkunstlauf kommst, ob du aus dem Park Skaten kommst oder aus dem Roller Dancing, so Derby hat nochmals eigene spezifische Skills und die anderen helfen dir da teilweise gar nicht so fest.
Also man merkt auch schon, man braucht wirklich alles. Man braucht die Ausdauer, man braucht die Kraft, man braucht das Gleichgewichtsgefühl, die Agilität. Man braucht wirklich, wirklich alles dabei. Vorne in der Trinkpause hat Trouble mir noch kurz was erklärt, was ich auch sehr interessant fand. Und zwar darf man ja vom Track eigentlich den Track nicht verlassen. Man darf es aber unter einer Bedingung, und zwar, wenn man den Boden mit den Rollen oder einfach den Boden überhaupt nicht berührt. Das heißt, man könnte theoretisch und auch praktisch eine Abkürzung nehmen, indem man bei der Kurve zum Beispiel einfach so schräg rüberspringt und dann im Prinzip außerhalb des Tracks ist, aber in der Luft. Genau. Können wir das mal, wie nennt sich das? Ja, das nennt sich Apex Jump und das ist natürlich vor allem eine Taktik, die jammende Personen einsetzen, Ja. weil damit kannst du halt gleich eine Traube BlockerInnen überwinden. Da muss man sich aber auch einiges trauen, oder wahrscheinlich, wenn da ein Tri-Pack zum Beispiel steht, dass man da wirklich dran vorbeispringt und nicht irgendwie hängen bleibt und dann voll... Hey, da musst du dich Hinfällt. einiges trauen, du brauchst den Skill, halt einfach rein den Jump-Skill. So, wir sind beide BlockerInnen, wir haben gerne unsere Füße auf dem Boden. Ja. Aber du hast ja vielleicht mal Lust, hier ein bisschen Sprung zu Ja, wagen. wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ich fahre unter anderem Aggressive Skating, da springt man ja sehr viel, grindet auch. Ich bin auch eher der Springer anstatt der Grinder beim Aggressive Inline. Da fühle ich mich wohler, deswegen würde ich es jetzt einfach mal hier probieren. Ich bin noch nie auf Rollschuhen oder Rollerskates gesprungen, abgesehen von der kurzen Pause vorhin, da habe ich es mal ein bisschen probiert. Ja, ich schaue jetzt einfach mal, dass ich so ein bisschen aus der Linie rausspringen kann und auch wieder in der Linie lande. Mal gucken, ob es klappt. Wenn nicht, das ist einfach nur eine Demonstration für euch, was damit genau gemeint ist. Deswegen gehen wir mal kurz an die Stelle, wo ich vielleicht springen könnte. Theoretisch könnte ich ja gerade hier so die Schräge rüber oder doch lieber hier. Also dass ich... Kannst du eigentlich jeden Moment nutzen? Genau, okay, also der... Da, wo halt der Track wirklich so in dieser engen Kurve ist. Also nochmal für euch, der Track ist die blaue Linie hier, also die hellere blaue Linie von diesen beiden hier, also die wo eine Kurve macht. Und wenn ich jetzt hier stehen würde, hätte ich den Track verlassen. Das heißt, ich muss eigentlich hier drinnen bleiben. Also wenn ich hier stehen würde, hätte ich den Track verlassen. So nicht. Und jetzt könnte ich aber abkürzen, indem ich zwar hier bin, aber in der Luft und nicht am Boden. Wir stellen uns mal dahin und covern die Linie schlecht. Genau, Ne? ihr covert die Linie schlecht und ich versuche einfach mal dann daran vorbei zu springen, ob mir das von meiner Sprunglänge überhaupt passt, ob ich es überhaupt hinbekommen kann. Und natürlich wirklich, du musst im Track landen. Genau, ich muss im Track landen, ich muss im Track abspringen, im Track landen. Genau. Ich vermute mal, dass ich es jetzt bei den ersten Malen versuchen wahrscheinlich nicht schaffen werde, aber dann wissen wir, worum es geht und man sieht, dass es auch vielleicht nicht ganz so einfach ist. Gut. Also du willst einmal Ja, ich will einmal die Runde machen. Ich brauche Anlauf. Okay, da ist der rund. War da drinne? Okay, es hat sogar geklappt. Aber es hat jetzt ganz gut geklappt. Ich hatte recht viel Geschwindigkeit, beziehungsweise mich hat niemand gestört. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ja noch ein paar Blocker im Weg sind, dann kann ich vielleicht gar nicht so schnell hier durchfahren, um das hinzubekommen. Wenn niemand im Weg steht, können wir auch noch schneller fahren, dann kommen wir da noch besser vorbei. Ihr habt jetzt absichtlich schlecht geblockt, standen ja ein bisschen weiter innen. Aber ja, damit haben wir nochmal ein Manöver gelernt. Wie ist nochmal Apex? Apex Jumps. Apex Jumps. Cool, dann haben wir schon einige Sachen durch. Ja, ganz viel sogar. Gibt es noch irgendwas anderes Wichtiges? Oder reicht es erstmal so an Skills, um gut mitmachen zu können und trainieren zu können fürs Derby? Ich glaube, damit wärst du bei uns, wenn du das alles kannst, im Advanced Training sehr willkommen. Okay, das heißt, es ist schon mehr als Anfänger. Genau, wir unterteilen so, also einfach auch aus Sicherheitsgründen, Leute, die noch am Skaten lernen sind und die auch noch lernen müssen, was heißt es denn, so dicht beieinander zu stehen und sich seitwärts zu bewegen. Ja. Und wenn man sich da sicher fühlt und gefahrenfrei auf dem Track unterwegs ist, dann darf Okay, ihr sagt jetzt gerade, bei euch ist das eine schon Advanced, das andere Anfänger.
Von welchem Verein seid ihr denn? Was geht hier? Wer kann hier mitmachen? Ja, erzähl mal ein bisschen was über euch, weil vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Lust bekommen, beim Roller Derby mitzumachen und kommt gerade zufällig aus der Region. Dann könnt ihr hier mitmachen. Ja, deswegen, ja, erzählt mal. Wir sind die Rhine Rebels aus Basel. Wir sind ein Team mit Spielenden aus der Region, aus der Stadt selbst, aber teilweise auch aus dem Umland. Wir sind sehr herzig. Wir sind sehr nett. Ja. Wir versuchen aber auch wirklich krasses Derby zu machen. Wir trainieren auch hart. Wir trainieren 2-mal die Woche, montags und donnerstags. Und wir haben jetzt gerade diesen Herbst und dann auch wieder im Frühling noch so EinsteigerInnenkurse für Leute, die erstmal reinschnuppern wollen, die vielleicht gar noch nicht skaten können. Das kann man auch bei uns lernen und ist immer herzlich willkommen. Brauchen wir euch eine Anmeldung, um mitzumachen, oder kann man einfach spontan vor der Tür stehen? Wir wären grundsätzlich froh um eine Anmeldung. Wir sind ein kleiner Verein und wir machen alles selbst, von der Kasse, dem Sekretariat. Wir haben eigentlich keine Vereinsstruktur, sondern die du beim Spiel auf dem Track siehst, das sind auch die diese ganzen Dinge organisieren. Das heißt, du darfst dich jederzeit bei uns melden und dann darfst du gerne mal reinschnuppern. Und reinschnuppern kostet kein Geld, oder muss man auch schon was bezahlen? Nein, um einfach mal vorbeizukommen. Einfach nur, damit es alle wissen. Braucht man denn schon irgendwelches Equipment, um mitmachen zu können, oder stellt ihr das zur Verfügung? Wir haben so ein Lager mit Material, wo auch die Idee ist, dass Leute, die Derby frisch beginnen, das mal ausleihen können. Und dann mit der Zeit ist natürlich cool, wenn sich die Leute dann auch selbst die Ausrüstung zulegen, aber gerade mal so zum Anfang oder eben an unserem Schnuppertag, den wir immer mal wieder machen, da stellen wir das Material, dass die Leute das mal probieren können, und eben danach ist es cool, wenn sich die Leute dann auch was anschaffen. Genau. Ja, cool. Okay, also die Leute, die unseren Shop und uns schon kennen, die wissen, dass wir hauptsächlich die Sachen verkaufen, mit denen wir uns auch auskennen. Das heißt, wir haben aktuell kaum Speedskating-Equipment im Sortiment. Wir haben vom Roller Derby jetzt wirklich auch nur die Basics-Sachen, wie jetzt den Chaya Jade Skate und den Chaya Ruby Skate. Einfach, weil wir wirklich auch wissen wollen, worüber wir sprechen, wenn wir was verkaufen, und auch gut beraten können. Aber nach dem heutigen Tag und nach dem, was wir jetzt alles erfahren haben, werden wir vielleicht auch das ein oder andere, ja, unser Equipment ein bisschen Richtung Roller Derby aufstocken. Ja, wenn ihr zum Beispiel Equipment braucht und aus der Region kommt, könnt ihr gerne bei uns vorbeikommen. Auch was wir nicht im Shop haben, können wir sehr, sehr sicher auch bestellen. Das dauert dann auch gar nicht so lange, das dauert dann 2-3 Werktage, dann haben wir das da. Ihr könnt die Sachen alle anprobieren bei uns vor Ort. Jetzt habe ich noch eine technische Frage, und zwar zu den Rollen. Also ich kenne es hauptsächlich aus dem Inline, dass man, wenn man mehr Grip möchte, oder generell eigentlich aus allen Bereichen, wenn man mehr Bodenhaftung haben möchte, nimmt man eher weichere Rollen. Wenn man eher schneller fahren möchte, also weniger Rollwiderstand, nimmt man härtere Rollen. Verhält sich das beim Derby ähnlich, oder gibt es da nochmal andere Aspekte, wo man auf die Rollenhärte achtet? Also das sind schon die wichtigsten. Uns ist dasselbe mit weichen und harten Rollen, aber es ist natürlich auch sehr individuell. Uns kommt ja auch immer aufs Körpergewicht drauf an, was dann so für einen genau stimmt. Und was es auch gibt, ist Leute, die Rollen mischen. Also dass du auf den Inside Wheels eine andere Härte drauf hast als auf den Outside Wheels. Und das ist wirklich auch was, so mit der Zeit findest du das raus. Wir tauschen zum Beispiel im Team auch einfach immer mal die Rollen und schauen so ein bisschen untereinander, was funktioniert für uns gut. Das heißt, ihr seid da auch super offen, Equipment tauschen, jeder probiert mal die Sachen aus, klar. muss ich nicht gleich was kaufen. Und wir sind eine Indoor-Sportart. Viele von uns fahren draußen gar nicht. Das heißt, wir sind sehr, sehr abhängig von den Hallen. Das ist vielleicht auch sorry, dass ich dich unterbreche, das ist vielleicht auch ein Grund, warum der eine oder andere von euch die Roller Derby vielleicht gar nicht kennt oder noch nie gehört hat. Weil man sieht sie eben hauptsächlich oder eigentlich nur in der Halle oder vielleicht mal im Fernsehen irgendwo oder irgendwo im Internet. Oder du kommst mal auf ein Spiel vorbei. Genau. Ich persönlich habe vom Roller Derby von Park-Rollerskaterin damals erfahren vor einigen Jahren. Und jetzt vor ungefähr einem Monat war ich bei Monday Night Skate in Basel dabei. Da habe ich dann jemanden kennengelernt, der mir davon erzählt hat, dass es hier einen Verein gibt. Und dann haben wir gedacht, ja komm, lass doch mal mitmachen. Wir vertreiben verschiedenes Equipment, dann haben wir selbst ein bisschen mehr Erfahrung in den Sachen. Und ja, ich finde es richtig cool, dass wir hier sein durften und hier sind. Ja, du wolltest, glaube ich, noch was erzählen. Ich hatte dich vorhin unterbrochen, vielleicht auch nicht. Ja, es gibt nicht nur in Basel auf jeden Fall das Roller Derby, es gibt es auch bei uns in Deutschland. Also Basel ist in der Schweiz, für denjenigen, der es nicht weiß. Im Deutschen bei uns zum Beispiel ist das nächste, glaube ich, Freiburg, wo es einen Roller Derby Verein gibt.
Block Forest Roller Derby. Block Forest Roller Wenn ihr Derby. jetzt heute gut Black Forest oder Block Forest? Block Forest, Okay, wenn ihr jetzt Block vorher Forest, zugehört habt, Wortspiel. dann versteht ihr auch das Wortspiel. Ja, Wegen Black Forest wegen und Black Block Forest und Blocken. Ja, was sind die nächsten in der Schweiz? Zürich, Luzern auch? Zürich, Luzern, Lausanne, Genf, Fribourg, Fribourg. gibt's das? Neuchâtel. So, wir waren jetzt eigentlich ziemlich am Ende, aber genau an dieser letzten Stelle hat unser Mikrofon versagt. Und aus diesem Grund spreche ich das nochmal ganz kurz nach oder erwähne nochmal die wichtigsten Punkte. Also auf jeden Fall vielen, vielen lieben herzlichen Dank geht an den Verein Rhine Rebels Basel, dass wir vorbeikommen durften und dass sie uns so herzlich empfangen haben, sich die Zeit genommen haben, für uns alles zu zeigen. Wir waren jetzt auch sehr, sehr lange da. Ich glaube, es waren insgesamt 4 Stunden oder sogar mehr. Wir haben jetzt auf jeden Fall gleich Mitternacht. Und auch dafür vielen, vielen Dank. Das ist nicht selbstverständlich. Gut, jetzt nochmal ein liebes und herzliches Dankeschön, dass wir hier sein durften. Wir machen jetzt zum Schluss noch ein bisschen Stretching, damit sich unsere Muskeln wieder schneller regenerieren und wir schnellstmöglich wieder fit und erholt sind und weiter starten können, beziehungsweise weiter rollen können. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und es euch genauso viel Spaß gemacht hat beim Zuschauen wie uns beim Abdrehen und gerade auch wie mir beim Üben und Eintauchen in das Roller Derby. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann garantiert im nächsten Video wieder. Macht's gut, keep on rolling und bis dahin. Ciao zusammen. You